Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Wie ihr vielleicht am Anfang schon gesehen habt, sind wir mal wieder unterwegs für einen Roadtrip. Diesmal allerdings nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns noch 4 weitere Analogatzen eingepackt, um diesen Roadtrip zu bestreiten. Mit dabei waren Simon, Lars, Justin, Henning und natürlich Ferdi und ich. Vielleicht kennt ihr einige aus der Gruppe schon von unseren Formaten im Fokus. Falls das nicht der Fall ist, schaut da gerne nochmal rein, ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Aber wohin ging es überhaupt für uns? Wir haben uns aufgemacht nach Groningen in Holland und haben da ein kleines Häuschen gemietet mit allen Jungs zusammen, haben da das ganze Wochenende verbracht und einiges an Fotomaterial gesammelt, würde ich mal sagen. Kaum nachdem wir dann eine Stunde überhaupt erst da waren, gerade mal eingecheckt haben und unsere ganzen Sachen ausgeladen haben, ging es dann natürlich auch schon, wie soll es anders sein, auf den ersten Fotowalk. Wir haben erstmal Groningen ein bisschen unsicher gemacht und das erste Mal die Stadt für uns erkundet. Um natürlich auch das Klischee eines jeden Analogfotografen komplett zu machen, mussten wir uns natürlich erstmal ganz entspannten Kaffee holen, als wir da waren. Allerdings haben wir dann halt auch gesehen, dass noch Markt war an diesem Tag in Groningen und da mussten wir natürlich auch erstmal hin und haben da schön erstmal ein paar Frames eingesammelt. Immer eine gute Location, um Fotos zu machen. Ja. So, was sagt er denn hier? Denke nicht. Geil. Nachdem Simon dann da irgendwie mehr oder weniger Hau den Lukas in der Fotoversion mit dem Typen hinter diesem Snackautomaten gespielt hat und wir alle unsere Frames eingesammelt haben, ging es dann auch schon so langsam zurück zum Airbnb. Aber mal so ganz nebenbei, würdet ihr euch jemals was an diesen Snackautomaten holen? Also könnte ich mir absolut nie vorstellen und ich glaube, da müsste ich schon echt einige Kaltgetränke-Intos haben, damit ich da mir wirklich was zu essen hole. Okay, noch eins und jetzt alle Augen zu. 3, alle Augen zu. 3, 2.
keine Ahnung, warum ich es aufgenommen habe, aber vielleicht habt ihr ja gesehen, ich habe Henning meinen Kontaktblitz geliehen und da ist immer so eine kleine Ledertasche mit dabei, wo ich den drin aufbewahre und die hat Henning wohl irgendwo auf dem Weg verloren. Aber das kann natürlich auch mal passieren. Ist natürlich sehr schade, er hat mir mittlerweile eine neue besorgt, deswegen alles cool. Aber ich würde mal behaupten, das sollte nicht der einzige Schock an diesem Abend bleiben. Denn danach ging es dann erstmal für uns zurück zum Airbnb und wir hatten noch geplant, Pizza zu machen. Wenn ihr Italiener seid oder große Pizza-Fans, würde ich euch an der Stelle definitiv raten, wegzuschauen, denn das könnte jetzt traurig werden. Ich würde die genauso belegen einfach. Sieht top aus, ne? Besser geht eigentlich gar nicht. Ja, auch wenn das generelle Drumherum und die Handhabung jetzt nicht unbedingt aussah wie beim Neapolitaner von nebenan, würde ich behaupten, sah die Pizza auf den ersten Blick eigentlich nicht schlecht aus und wir haben uns echt drauf gefreut. Das sollte sich aber dann relativ schnell wenden und wir sollten noch unser blaues Wunder erleben, was die Pizza angeht, leider. Mach mal gleich noch eine Szene. Die ist immer natürlich. Holländisches Packpapier, wirklich voll für den Arsch. Warte mal, ich mach's mal so rum. Naja, ihr habt es jetzt selber mit eigenen Augen gesehen. Ich würde sagen, ihr könnt es mal für euch selber bewerten, ob man das noch so als Pizza verkaufen kann oder nicht. Lässt sich drüber streiten, aber ja, wir haben dann hinterher tatsächlich auch rausgefunden, woran es lag. Der Ofen im Airbnb konnte anscheinend nur 150 Grad und ich meine, da wird Pizza backen natürlich ein bisschen schwierig und dementsprechend sah dann auch die Pizza aus, leider. Naja, wie dem auch sei, wir haben dann den Abend noch ganz entspannt ausklingen lassen mit dem einen oder anderen lecker Bierchen, sind dann auch tatsächlich noch schön auf die glorreiche Idee gekommen, morgen ganz, ganz früh aufzustehen, um dann den Sonnenaufgang zu fotografieren. Unser Wetterexperte Simon hat schon vorausgesagt, dass wir da nichts sehen werden und er bleibt absolut liegen und schläft erstmal schön weiter. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abkriegen und wir haben es trotzdem durchgezogen. Von der Sonne, wir haben es jetzt 6:43 Uhr. Wir sind gestern irgendwann nachts noch auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir heute Morgen einfach mal losziehen können zum Sonnenaufgang einmal durch die Stadt. Deswegen stehen wir jetzt alle hier, beziehungsweise wie ihr seht, stehe jetzt gerade nur ich da und der Rest wird gerade so langsam wach. Ich habe mich jetzt hier schon mal einen Kaffee gemacht. Mal gucken, was das gibt. Wir nehmen euch natürlich mit, deswegen mal schauen. Aber ich sag mal so, erstmal in Ruhe wach werden und dann geht's gleich immer los. Ja gut, auch wenn es dann im Endeffekt nur 4 Shots Portra 800 waren, hat sich irgendwie trotzdem gelohnt. Ich meine, Sonnenaufgang war natürlich nicht da, aber es hat sich trotzdem gut angefühlt, um die Uhrzeit draußen zu sein. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Nett wie wir sind, haben wir dann natürlich noch ein paar Brötchen geholt für die Jungs, die ja ein bisschen länger geschlafen haben und vielleicht die bessere Wahl getroffen haben. Und dann ging es erstmal zurück, frühstücken. Den können wir auch, ne? Nicht handeln. Boah, guck mal, hier ist Cinematic-Shot. Boah. Shutterspeed International. Bitch! Nee, das geht bei
Nach dem Frühstück, bei dem geilen Licht, gab es dann erstmal eine dicke Porträtsession im Garten. Aber der Plan für den restlichen Tag steht auch schon. Es geht nämlich ans Meer. Also mehr oder weniger. Er macht halt nur das Safe Light zu. Okay. Ja. So, was man direkt sieht. Guck mal im Kühlschrank, dass der da irgendwo gelandet ist vielleicht. Eben. Ich wollte gleich auch nochmal durch meinen Rucksack durchgucken, ich die da vielleicht drin sind. War mein Gimbal. Stimmung? Schlecht. Stimmungstest? Boah, top. Boah, guck mal, Henning sieht Ich hab aus, als richtig wäre der Bock irgendwo jetzt. in Dubai im Ich Urlaub, hab richtig Alter. Bock jetzt Killer. zu. Stimmungstest? Jubel. Stimmungstest? So kalt. Was sagt die Stimmung? Stimmungstest sagt, Medium Format, schon Frame 9. Sagt die Stimmung, Lars? Die Stimmung ist super. Ist ein bisschen frisch. Aber die Sonne kommt raus. Sehr gut. Wir sind lit. Im Musikvideo drin. Nachdem wir dann das erste Mal das Meer gesehen haben, aber ja immer noch dieses Industriegebiet drumherum hatten, haben wir uns gedacht, wir fahren nochmal an eine Stelle, wo es ein bisschen freier ist drumherum und schauen uns nochmal das Meer in seiner vollen Pracht an. Meer angekommen, du hast mich auf jeden Fall drauf. Genau, und Simon ist auf Frame 6 mit dem Ektar, Hendrik legt sie auf die Fresse. Und ich habe schon eine Rolle Mittelformat durch. T-Max 100 gleich auch fast, sind wir jetzt bei 24. Und genau, Lars ist jetzt Mr. Flash. Ich bin Mr. Flash. Lars hat richtig. jetzt meinen Fehler. Das ist mein Blitz. Ja. Boah, ist auch drauf. Oh, hier. Fühlt sich fast zu Hause hier, ne? Ja. Ah, guck mal hier, schön. Boah. Der Enttäuschung am zweiten Meeresspot gab es dann nebenan in so einer kleinen Hütte erstmal noch ein schönes Käffchen. Da haben wir auch absolut den Altersdurchschnitt geisteskrank nach unten gezogen. Aber wie dem auch sei, Ferdi hatte noch was ganz Besonderes vor. Denn das erste Mal gab es einen 800er Farbfilm aus einer Kodak Funsaver. Er hat den quasi zurückgespult und dann ging es ab in die Canon F1. War auch mal sehr spannend.
da, ja, wir machen die noch schnell. Erstmal. Mal entspannt zu verklemmen. Wir gehen mal Richtung mit. Digga, komm, Best Camera EU West, ich sag dir ehrlich. Welche? Die? Nicht die? Ja, das ist was anderes. Generell haben wir an dem Spot eigentlich nur angehalten, weil wir halt diese Mühle im Vorbeifahren gesehen haben und uns dachten, oh, das ist ein perfektes, klassisches, holländisches Motiv. Als wir dann aber gesehen haben, dass die Mühle sogar auf ist und man reingehen kann, haben wir uns natürlich gedacht, ey, die Chance muss man nutzen. Noch nie hat irgendjemand von uns allen eine Mühle von innen gesehen. Und wir dachten, das nutzen wir auf jeden Fall mal aus, gehen mal rein. Dass wir dann aber eine komplette Führung von einer Frau durch diese ganze Mühle bekommen, hätten wir nicht gedacht, aber war natürlich auch nett und wir haben noch ein bisschen was gelernt. Muss man hier die Komposition ändern, es tut mir leid. Ja, nachdem wir uns dann beim Runtergehen ungefähr alle fast den Hals gebrochen haben, weil diese Treppen so unfassbar steil waren, sollte es erstmal weitergehen. Wie es aber so ist mit Fotografen, sind wir ungefähr 500 Meter weit gekommen und mussten erstmal wieder anhalten für den nächsten Fotospot. Alles gut. Ja, nicht. Content sammeln. Nicht. Und den da hinten ausspannen, da glaube ich. Ja, analog Must-Have-Motiv, altes Auto, check. Als wir kurz zu Hause waren, auch gar nichts mehr gefilmt, sondern es ging wieder direkt weiter auf den nächsten Fotowalk in die Stadt von Groningen. Cool. So Lila, gelb und pink. Crazy Street Farben, Flash, oder? Geht heute. Don't judge a book by its cover, würde ich an der Stelle sagen, denn der Burger war auf jeden Fall deutlich leckerer, als er aussah und war echt top. Aber jetzt alle Star Wars-Fans aufgepasst, wir haben mitten in Groningen einfach einen Sandcrawler gefunden und da mussten wir natürlich rein und am besten sogar bis ganz oben drauf, um einen riesigen Überblick über Groningen zu haben.
Rolle voll und der Sandcrawler hat auch so langsam zugemacht. Das heißt, perfektes Timing und ich würde sagen, auf jeden Fall generell eine absolute Empfehlung. Das Forum von Groningen, wie wir rausgefunden haben, müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ist kostenlos, einfach hochfahren und ihr könnt ganz Groningen sehen von oben. Ja, dann haben wir uns natürlich mal wieder auf den Rückweg gemacht ins Haus und da hat uns unser Chefkoch Justin mal Top-Nudeln gezaubert. Deutlich besser als die Pizza vom Vorabend. Aber ja, davon gibt es nicht mehr viel Footage, denn ja, ich würde sagen, der Fotowalk vom Morgen hing mir auf jeden Fall in den Knochen. Ja, frisch gestärkt und natürlich auch frisch ausgeschlafen, ganz wichtig, haben wir uns dann auf den letzten nächtlichen Fotowalk gemacht. Wenn ich das Ganze auch mal so Revue passieren lasse, muss ich sagen, haben wir echt viele Fotowalks gemacht, auch an den gleichen Spots. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und würde ich jedem empfehlen. We out. Was geht ab, was geht ab? Was geht ab, was geht ab? Oh. Das geht ab. Ja, wieder ein weiser Mann sagte, always fold under before sealing. Hm? Boah! Ekelhaft. Der sein Star Wars Shit ohne den Rücken. Ja, kommt euch das Bild bekannt vor? Irgendjemand von uns ist am Anfang dieses Trips mal auf die Idee gekommen, dass wir doch das berühmte Beatles-Cover nachstellen. Und ich glaube, es war einfach, als wir gemerkt haben, dass es extrem viele Zebrastreifen in Holland gibt. Und als wir dann diesen Zebrastreifen gefunden haben, der nicht mal so wirklich auf der Straße war, wo wir safe dieses Bild machen konnten, haben wir gedacht, das ist der Spot und hier müssen wir jetzt unser Bild machen. Ja, also stopp, los geht's. Alter, das sieht natürlich aus, wenn ich so mache. Ja, so machst du Spaß. Spaß. Ja, uns jetzt mit dem Abbey Road Cover zu messen, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber ich würde sagen, Konkurrenz ist auf jeden Fall schon da.
und damit beenden wir dann auch unseren letzten großen Fotowalk. Wir sind dann danach nur noch zum Airbnb zurückgegangen, haben den Abend ganz entspannt ausklingen lassen mit dem ein oder anderen lecker Bierchen, wie sich das gehört. Allerdings habe ich vielleicht nicht so ganz perfekt auf die Checkout-Zeit vom Airbnb geschaut und am nächsten Morgen war dann erstmal ein dicker Aufräum-Speedrun angesagt, um das Ganze dann noch rechtzeitig zu schaffen. Keiner mehr Kaffee gemacht? Doch, wir haben schon alle getrunken. Und jetzt ist er weg? Jetzt ist er weg. Das ist nur noch Kaffeesatz. Checkout ist um 11. Guten Morgen. Ja, alles eingepackt und ab zurück nach Deutschland. Allerdings, ein Spot dürfen wir nicht vergessen, mit einer der Spots, die mir sofort aufgefallen sind, als ich damals nach Groningen geschaut habe. Die bunten Häuser von Groningen. Definitiv ein Spot, den ich noch ablichten wollte. Jetzt habe ich natürlich vom Vorabend noch den HP5 in der Mamiya. Etwas unvorteilhaft bei bunten Häusern schwarz-weiß zu schießen, aber dadurch, dass das Wetter jetzt auch nicht so prickelnd war mir das dann auch relativ egal und ich wollte den Shot auf jeden Fall noch mitnehmen und mindestens ein Bild von diesen Häusern machen. Ja, mit dem schlechten Wetter und der Abschiedsstimmung würde ich sagen, neigen wir uns auch langsam dem Ende des Videos. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab, alles in der Beschreibung verlinkt. Wir konnten natürlich nicht alle Bilder von denen vor allem auch zeigen. Deswegen, wenn ihr da nochmal vorbeischaut, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und checkt gerne den Camera Dealer aus, der beste Analogshop in Deutschland. Entweder wenn ihr in Köln vor Ort seid oder auch online. Ansonsten, wir haben auch noch einen Podcast, da laden wir immer wieder spannende Fotografen ein, quatschen mit denen über ihre Kunst oder die aktuellsten Themen aus der Analogfotografie. Gibt's auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten lasst hier gerne kostenlos ein Abo und einen Daumen nach oben da. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed.